Hallo meine lieben Freunde. Ich bin History2Go und auf meinem Kanal dreht sich alles um Geschichte. Dieses Video ist der erste Teil unserer kurzen Reihe über die zwei Balkankriege, die die Einleitung zur größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts waren. Wie schafften es die kleinen, aber stolzen Griechen und Serben, das riesige osmanische Imperium zum Fall zu bringen? Warum unterstützten die Österreicher und Deutschen die Türken? Wenn euch die Antworten interessieren, bleibt dran. Nachdem Griechenland 1821 ihre Unabhängigkeit erkämpft hatte und Serbien beim Wiener Kongress 1878 international anerkannt wurde, fühlten die jungen Balkanstaaten sich verpflichtet, ihre geknechteten christlichen Landsleute zu befreien, da der Großteil der Balkanhalbinsel noch unter der osmanischen Herrschaft stand. Aber England wollte nicht zulassen, dass der kranke Mann am Bosporus, wie der Sultan in Istanbul genannt wurde, zusammenbrach, damit die Russen keinen Zugang zum Mittelmeer bekommen. Nachdem 1908 Österreich-Ungarn Bosnien und Herzegowina okkupiert hatte, fühlten sich die Serben um ihr Kriegsgewinn betrogen und wollten das durch Gebietsausdehnungen im Süden kompensieren. Mit Unterstützung Russlands schloss sich Serbien mit Bulgarien zum Balkanbund zusammen. Darauf folgten Griechenland und Montenegro. Durch das christliche Bündnis Erbost ermutigt der Sultan die islamischen Albaner im Kosovo, die serbische Bevölkerung zu massakrieren. 1911 griff Italien das osmanische Libyen an. Und diese Schwäche nutzen die Balkanstaaten aus und das Königreich Montenegro erklärt dem Osmanischen Reich am 8. Oktober 1912 den Krieg. Darauf erklärten die Osmanen Bulgarien am 12. Oktober den Krieg. Am nächsten Tag dann erklärten das Königreiche Serbien und Griechenland dem Osmanischen Reich den Krieg. Du fragst dich, warum ausgerechnet das winzige Montenegro den ersten Schritt machte? Das war als Test, um zu sehen, ob Österreich-Ungarn offiziell mitmischt. Da aber auf Anraten des verbündeten deutschen Kaisers Wilhelm Österreich-Ungarn stillhielt, griffen Serbien und Griechenland die Osmanen an. Zu Beginn des Krieges waren die bulgarischen Streitkräfte 233.000 Mann stark, die serbischen 130.000, die griechischen 80.000 und die montenegrinische Armee 31.000. Also am Kriegsbeginn insgesamt 474.000. Aber während des Kriegsverlaufes wurden immer mehr Soldaten einbezogen und letztlich hielt Serbien 400.000 Mann unter Waffen, Bulgarien 600.000 und Griechenland 400.000. Die Osmanen hatten nur rund 300.000 Mann auf dem Balkan stationiert. Erst nach den wichtigsten Kämpfen entsandte der Sultan Truppen aus Asien. Der Grund war des Seinen der Krieg gegen Italien in Nordafrika und die Furcht einer russischen Invasion im Kaukasus. Die Kriegsziele waren für Bulgarien, ganz Mazedonien zu erobern mit der Hauptstadt Thessaloniki. Für die Griechen mit ihrer Flotte die Kontrolle über die Ägäis zu übernehmen und auf dem Lande Richtung Epirus und Mazedonien vorzurücken. Die Serben sollten nach Süden Skopje erobern und dann über Mazedonien sich mit den Griechen zu vereinen und den Sandschak erobern, das Serbien und Montenegro trennte. Den Montenegrinern fiel noch die Aufgabe, das strategisch wichtige Skadar einzunehmen. Am 21. Oktober besiegten die Griechen die Türken am Sarantoros-Fluss. Danach eroberten sie Kozani und Chanica. Dann marschierten sie Richtung Bitola, aber drehten ab nach Thessaloniki, um vor den Bulgaren die Stadt zu befreien. Die bulgarische Armee kam nur einige Stunden zu spät. Die 23.000 starke türkische Stadtbesatzung dürfte abziehen. Da fingen schon die Spannungen zwischen Griechen und Bulgaren an. Ioannina wurde nach der Schlacht am 21. Februar befreit und die griechischen Truppen erreichten die Hafenstadt Valona an der Adria und zwang die osmanische Flotte zur Flucht. Damit konnte die griechische Flotte den osmanischen Truppennachschub aus Asien blockieren. Die serbische Armee besiegte die Osmanen in Kumanovo am 4. November 1912. Am 6. rückten sie in Skopje ein. Mitte November folgten dann Prilep und Bitola. Dann unterstützten sie die montenegrinischen Kräfte im Sandschak und halfen bei der Eroberung Skadars. Die bulgarischen Streitkräfte waren auch erfolgreich. Sie besiegten am 22. Oktober die Türken bei Kirkklisse und kurz darauf Lüleburgas. Anfang November versuchten die Bulgaren ohne Erfolg Konstantinopel einzunehmen.
Und wegen der fehlenden russischen Unterstützung schloss am 20. November 1912 Bulgarien einen separaten Waffenstillstand. Nach einem Putsch der Jungtürken in Konstantinopel griffen die Bulgaren erneut an und belagerten die Stadt Edirne. Im letzten Moment kamen 2 serbische Divisionen den Bulgaren zu Hilfe und retteten die Verbündeten vor einer schmachvollen Niederlage. Dabei gingen 65.000 türkische Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Am 1. Mai dann erreichten die Osmanen erneut einen Waffenstillstand. Da Österreich-Ungarn unter allen Umständen verhindern wollte, dass Serbien Zugang zum Meer behält, erzwang es unter Androhung von Krieg, dass die Serben, Montenegrin und Griechen Albanien verlassen. Obwohl die Albaner immer auf Seiten der Osmanen gekämpft hatten, wurde am 28. November das Fürstentum Albanien ausgerufen. Unter der Vermittlung der Großmächte wurde der Londoner Vertrag unterzeichnet und der Krieg endete am 30. Mai 1913. Die Osmanen verloren alle ihre europäischen Gebiete, die sie jahrhundertelang beherrscht hatten. Außer einen kleinen Streifen um Konstantinopel. Wien erreichte sein Ziel, Serbien von der Adria fernzuhalten. Deswegen kam es zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen Wien und Moskau. Thrakien fiel an Bulgarien. Mazedonien wurde zwischen Serbien und Griechenland aufgeteilt und Kreta vereinigte sich mit Griechenland. Trotz der schnellen Siegen des Balkanbundes gegen das mächtige Osmanische Reich und der großen Gebietsgewinne waren fast alle Staaten nach dem Londoner Friedensvertrag unzufrieden. Vor allem natürlich die Osmanen, die mit Ausnahme Konstantinopels nach Jahrhunderten. So, meine Freunde, vergisst nicht die Glocke zu aktivieren und das Video. Griechenland war nicht ganz zufrieden, weil es Thrakien nicht bekommen hatte. Auch Millionen Griechen standen noch in Kleinasien unter türkischer Herrschaft. Frustriert war auch Serbien, weil es sich aus den eroberten albanischen Gebieten zurückziehen musste und keinen Zugang zu Adria bekam. Serbien sah es nämlich wieder einmal ein Dolchstoß seitens Österreichs-Ungarns, das schon in das von Serbien befreite und mehrheitlich von Serben bewohnte Bosnien 1878 einmarschierte und 1904 annektierte. Und zuletzt Bulgarien, dessen Hoffnungen die schon damals 1878 in Frieden von San Stefano vom russischen Zaren versprochenen Gebiete Thrakien und ganz Mazedonien zu bekommen, bitter enttäuscht wurden und von Österreich angestachelt wurden, Serbien anzugreifen. Da taten sich die Kriegsgegner Bulgarien und die Osmanen zusammen und der Zweite Balkankrieg war vorprogrammiert. So, meine Freunde, vergisst nicht die Glocke zu aktivieren, um das Video über den Zweiten Balkankrieg nicht zu verpassen. Was denkt ihr, warum die Türken verloren haben? Fandet ihr die Gebietsaufteilungen gerecht? Ihr könnt es mir ja in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt. Bis zum zweiten Teil und bleibt friedlich. Euer History to Go.